Die Straßen glänzten noch vom nächtlichen Regen. Ein kalter Wind wehte zwischen den hohen Gebäuden der Großstadt. Melissa ging schnellen Schrittes, wie jeden Morgen, auf dem Weg ins städtische Krankenhaus, wo sie als Krankenschwester arbeitete. Ihre Schicht sollte in 15 Minuten beginnen. Doch irgendetwas war an diesem Tag anders. Der Himmel wirkte grauer, die Luft schwerer, als würde das Universum den Atem anhalten. Dann hörte sie es. Ein zarter Laut, fast überhört. Ein Weinen. Zunächst glaubte sie, es sei ihre Einbildung, vielleicht eine Katze oder eine Erinnerung an ihren eigenen Schmerz. Aber nein. Das Geräusch kam aus der Nähe eines Müllcontainers, wo warmer Dampf eines Restaurants sich mit dem Geruch verdorbener Speisen vermischte. Melissa trat vorsichtig näher, und dann sah sie es. Ein Baby. In eine dünne, schmutzige Decke gehüllt, nur notdürftig gewickelt. Ohne zu zögern zog sie ihre eigene Jacke aus und wickelte das Kind darin ein. Ganz ruhig, kleiner Schatz. Du bist jetzt in Sicherheit. Mit dem Baby auf dem Arm rannte sie los, überquerte die Straße, ohne auf die Autos zu achten. Etwas an diesem Kind ließ sie zittern. Ein Instinkt, ein Gefühl von Déjà-vu. Es war, als würden ihre Arme dieses Gewicht bereits kennen, als hätte ihr Herz erkannt, was ihre Augen noch nicht sahen. Melissa sprach nie über diesen Tag. Sie war gerade 17 Jahre alt, als ihre Eltern sie in eine Einrichtung für werdende Mütter brachten. Der Ort lag abgeschieden, ländlich, und alle Briefe, die sie schrieb, wurden abgefangen. Man sagte ihr Baby sei tot zur Welt gekommen. Sie schrie, bettelte, spürte die Wehen, den Schmerz. Doch sie durfte das Gesicht ihres Kindes nie sehen. Als sie zurück nach Hause kam, verlangte man von ihr, dass sie weitermache. Doch das konnte sie nie. In der Nacht, als sie das Baby auf der Straße fand, brachen all die alten Wunden wieder auf, wie eine Narbe, die plötzlich zu bluten beginnt. Eine Erinnerung, die nie wirklich verblasst ist. Im Krankenhaus wurde das Baby sofort versorgt. Unterkühlung, Dehydrierung, Spuren von Vernachlässigung, und dennoch lebte es auf wundersame Weise. Melissa wich nicht von seiner Seite, als würde sie mit der Pflege dieses Kindes auch sich selbst heilen. Doch dann geschah etwas Unglaubliches. Die Ärzte stellten fest, dass das Baby eine seltene genetische Störung hatte, die spezielle Untersuchungen erforderte. Da Melissa die einzige war, die es gefunden hatte, bat man sie um eine Blutspende für eventuelle Kompatibilität. 3 Tage später wurde sie dringend ins Krankenhaus gerufen. Die ärztliche Direktorin bat zum Gespräch. »Melissa, wir müssen mit Ihnen reden. Geht es dem Baby schlecht?« »Nein, also ja und nein. Wir haben die genetischen Tests routinemäßig durchgeführt, aber das Ergebnis, nun ja, Sie sind die leibliche Mutter.« Melissa erbleichte. »Was? Das kann nicht sein. Die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers ist praktisch 0. Sie teilen identisches Erbgut. Dieses Baby ist Ihr Kind.« Die Welt geriet ins Wanken. Der Raum wurde zu klein für so viele Gefühle. Langsam stand sie auf, die Hände zitternd. »Das heißt, mein Kind ist nicht gestorben?« Die Ärztin nickte. Offenbar hat man sie belogen. In den folgenden Tagen stürzte sich Melissa in einen Strudel aus Erinnerungen, Schmerz und Nachforschungen. Sie kehrte zurück zu der Klinik, in der sie angeblich entbunden hatte. Verschlossene Türen, manipulierte. Unterlagen, ausweichende Antworten. Mit Hilfe eines Journalisten, ein Kindheitsfreund, entdeckte sie, dass diese Einrichtung Teil eines Netzwerks illegaler Adoptionen war. Junge Mütter wurden betäubt und ihre Kinder gegen Geld an Familien vermittelt. Doch aus irgendeinem Grund wurde Melissas Baby nie adoptiert. Laut wiederhergestellten Akten wurde es in ein Waisenhaus gebracht und verschwand später aus dem System. Vielleicht wurde es wieder ausgesetzt oder kam in Pflegefamilien, die es nicht behielten. »Warum haben Sie dir das angetan?« fragte der Journalist. »Weil ich eine Schande war, ein schwangeres Mädchen. Es war einfacher, meine Geschichte auszulöschen, als sie zu akzeptieren.« Während Melissa um das Sorgerecht für ihren Sohn kämpfte, stellte sich ihr ein neuer Gegner in den Weg: ihre eigenen Eltern. Als sie von der Wahrheit erfuhren, versuchten sie, den Kontakt zu verhindern. Sie sagten, es sei besser so, dass sie nicht bereit sei. Sie solle die Vergangenheit ruhen lassen. Aber Melissa war nicht mehr das stille 17-jährige Mädchen. Sie war jetzt eine Frau und eine Mutter. Sie ging vor Gericht, unterstützt vom Krankenhaus, dem Journalisten und neuen Freundinnen aus einer Selbsthilfegruppe für Mütter, denen man ihre Kinder geraubt hatte. Die Verhandlung war emotional.
Tränen, Enthüllungen, Konfrontationen, doch der Richter blieb standhaft. Diese Frau ist Opfer eines kriminellen Netzwerks und familiärer Vernachlässigung. Sie hat das Recht, bei ihrem Kind zu sein, das Sorgerecht. Wird ihr zugesprochen. Melissa konnte nicht schlafen. Das Baby, jetzt Lukas genannt, schlief in seinem neuen Bettchen, umgeben von einem Mobile, das sie selbst aus Stoffresten gebastelt hatte. Sie saß am Bettrand und beobachtete jede Bewegung, jedes Atemgeräusch. »Du bist zu mir zurückgekommen, mein Schatz. Gegen alles, gegen jeden.« Sie weinte. Zum ersten Mal seit Jahren. Nicht aus Trauer, sondern aus einer Freude, die so tief ging, dass sie fast schmerzte. Dort, in diesem kleinen Zimmer, fühlte sich Melissa vollständig. Endlich. Einige Tage später veröffentlichte der Journalist seinen Bericht mit dem Titel »Sie rettete ein Baby auf der Straße und entdeckte, dass es ihr gestohlenes Kind war.« Das Video ging viral. Über 8 Millionen Aufrufe in wenigen Tagen. In den Kommentaren berichteten Tausende von Eltern ihre Geschichten. Menschen fanden einander wieder. Die Justiz leitete Ermittlungen ein. Die Klinik wurde geschlossen. Melissa wurde zu Interviews eingeladen, sprach auf Veranstaltungen über illegale Adoptionen und wurde zur Stimme all jener Mütter, deren Geschichten zum Schweigen gebracht worden waren. Aber nichts davon war wichtiger, als bei Lukas zu sein. Nichts. Heute arbeitet Melissa mit anderen Frauen zusammen, um verlorene Geschichten zurück ins Licht zu holen. Lukas flitzt durch die Wohnung, bringt alles durcheinander, wie es ein glückliches Kind tun sollte. Gemeinsam lachen, weinen und heilen sie im Arm des anderen. Und jede Nacht, bevor sie das Licht löscht, sagt Melissa zu ihrem Sohn denselben Satz: »Du bist mein Licht und ich bin dein Zuhause. Und du? Glaubst du, dass Mutterliebe sogar die größten Lügen überwinden kann? Erzähl uns deine Meinung oder eine ähnliche Geschichte in den Kommentaren. Deine Worte könnten jemandem Hoffnung schenken.«